Moin, liebe Community, hier ist mal wieder euer Chrissy und eigentlich wollte ich mit euch heute ein Video machen bezüglich der Print NC V4. Aber wie ihr sehen könnt, ja, meine Visagistin hat Urlaub und ich bin heute Nacht leider in die Pubertät gekommen und deswegen habe ich voll die Pickelfresse hier. Kann ich natürlich so kein Video über die Print NC machen. Es wäre ja furchtbar, wenn man mich so im Video sehen könnte. Deswegen gibt es heute kein Video der Print NC V4, es tut mir leid. Ja, wir sehen uns im nächsten Video. Natürlich nicht. Es geht weiter, Leute. Wir wollen uns heute mal um die Spindel kümmern. Ich habe ja schon ein bisschen was gezeigt, dass ich schon sehr weit bin mit dem Bau. Es kamen auch sehr, sehr viele Fragen aus der Community, die aber so nebenbei kamen. Und da sage ich immer, schreibt es in die Kommentare. Dann beantworte ich das da und dann muss ich das auch nicht 10-mal beantworten. Ansonsten könnt ihr in Discord kommen, da könnt ihr auch Fragen stellen. Ja? In meinen Discord und auch den der Print NC. Ja, heute wollen wir uns mal die Spindel angucken, die liegt hinter mir. Ich baue gleich hier nochmal um, muss also das Video wieder schneiden für euch heute, aber ist nicht schlimm. Ich muss mal gucken, was da los ist. Ich gehe mal davon aus, dass unsere Spindel das gleiche Problem hat wie andere Spindeln. Das klingt jetzt wieder nach Problem. Oh, was ist das für ein scheiß Fräse, wenn wir nur Probleme haben? Nee, ist es nicht, sondern der Chinese, ja, für den ist Sicherheit nicht so ein großes Thema, für uns natürlich schon. Die Fräse, also der Fräsmotor, die Spindel ist aus Metall, da sind 230 Volt dran. Wenn da irgendwas drin schief geht, kriegen wir eine gepflastert. Das wollen wir nicht. Deswegen muss die Spindel geerdet sein. Ja? Und nicht nur geerdet mit dem Schirm des Anschlusskabels, sondern die muss geerdet sein mit einer einzelnen Ader, einem Schutzleiter. Und dieser Schutzleiter, den schicken wir auch hin. Der Chrissy hat hier das Kabel rumliegen. Schon, das habe ich schon konfektioniert. Da kommen wir noch zu. Ne? Das ist ein schleppfähiges, geschirmtes Kabel, das zur Spindel geht. Das muss geschirmt sein, weil das eine Hochfrequenzspindel ist. Und die würde dann diese ganzen Sachen, ja, so ein Kabel ist wie eine Antenne, die würde das raussenden. Und das wollen wir natürlich nicht. Ne? Dementsprechend, um ja nicht irgendwelche Radios zu stören oder was auch immer, sollte man geschirmtes Kabel nehmen. Und die Spindel selbst muss geerdet werden. Und zwar nicht, wie gesagt, mit dem Schirm, sondern mit einer extra Ader in dem Kabel. Deswegen habe ich auch 4x1,5 genommen. Schleppfähiges Lappkabel. Das muss schleppfähig sein, weil das natürlich durch den Schlepp immer hin und her bewegt wird und das biegt sich immer hin und her. Ne? Das heißt also, es muss schon auch schleppfähig sein. Da kosten 10 Meter schon mal 50 Euro, wenn man Pech hat, aber das ist eine Investition, die sollte man machen, denn das ist auch eine Frage der Sicherheit. Der PE wird dann normalerweise, der Stecker ist vierpolig, und die 3 Phasen, UVW und natürlich der PE werden über den Stecker an die Spindel weitergegeben. Das Problem ist aber, in der Spindel selbst ist es nicht an den Metallkörper verbunden. Und das werden wir heute mal prüfen und nachholen. Ja, das müsst ihr auch machen, solltet ihr auf jeden Fall machen, denn das ist dann eure Sicherheit. Und der Chinese sieht das nicht so mit Sicherheit, wir schon. Ne? Also gut, dann baue ich jetzt um und dann sehen wir uns gleich an der Maschine. So, da sind wir jetzt hier an der Spindel. Der Chrissy hat ja mal ein bisschen umgebaut. Wie gesagt, es kann sein, dass ich jetzt ein bisschen im Bild rumfingere, aber ein bisschen was muss ich euch auch zeigen. Das ist die Spindel. Die habe ich jetzt hier mal in die Halterung gepackt, damit wir da keine Probleme kriegen, dass die uns vom Tisch fällt oder so. Weil, ich kann euch natürlich eins sagen, so eine Spindel, die wiegt, oh, ich weiß gar nicht, was die wiegt, 5, 6, 7 Kilo wiegt die bestimmt. Ja? Und wenn die runterfällt, zum einen ist sie dann wahrscheinlich kaputt, weil sie mit Sicherheit vorne auf die Nase fällt und damit das Lager beschädigt. Und zum anderen könnt ihr euch damit selbst verletzen. Und das wollt ihr natürlich nicht. Ja? So, was wir heute brauchen, sind 2 Dinge. Das eine ist ein bisschen Hintergrundwissen und ein Multimeter. Und das Multimeter, das habe ich ja gerade schon geholt, heimlich hinter der Kamera. Und das werden wir jetzt mal hier verwenden. Ich packe euch das mal hier hin, damit ihr das sehen könnt. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, man kann es sehen, alles klar. So, und wir sind jetzt hier in dem sogenannten Durchgangsprüfmodus. Ihr könnt auch den Widerstandsmodus nehmen, das ist kein Problem. Ja, wenn wir das zusammenhalten, piept es. Ja, so. Und was wir jetzt rausfinden müssen ist, ob einer dieser 4 Pins, die hier drin sind, ob der verbunden ist mit dem Gehäuse der Spindel. Das heißt, wir machen ein Pol auf die Spindel und mit dem anderen Pol piepen wir jetzt mal alle durch, alle Pins, die wir hier haben, das sind 4 Stück und wir sehen, keiner von denen hat Verbindung, das war ich gerade hier am Gehäuse, keiner von denen hat hier eine Verbindung zum Gehäuse. Das heißt, unsere Spindel ist nicht geerdet und das ist natürlich nicht schön. So, 17,9 Grad sind hier drin, das ist natürlich ganz schön kalt hier, ne? Aber gut, ist ja noch Winter. Ich war heute schon mal ein bisschen los, heute ist ja Sonntag, ich war schon ein bisschen los.
habe mal ein bisschen die Welt erkundet, mal wieder da draußen. Scheint tatsächlich die Sonne draußen, das ist total verrückt. Ja, also so als altes Kellerkind ist immer lustig, mal wieder rauszukommen. Und bevor wir jetzt weitermachen, will ich euch auch noch eine Sache zeigen, das verlinke ich euch noch. Das hier sind Einsätze, die habe ich gefunden. Das sind im Discord, das sind Einsätze für die Schleppkette, damit ihr eure Kabel hier organisieren könnt. Ja, also wirklich super, super cool. Ich zeige es nochmal so ein bisschen besser. Ja, da könnt ihr dann die Kabel entsprechend so organisieren, dass die sich da drinnen nicht verknorkeln. Das passt 1:1 in diese China-Ketten rein, die Chrissy auch an seiner Spindel hat, an seiner Dings hat, an seiner Kette. Da sprechen wir dann nochmal drüber in dem gesonderten Video, wenn es hier weiter mit der Elektrik geht, weil dann zeige ich euch die nochmal genau, wie die funktionieren. Aber das wollte ich euch mal zeigen. So, was brauchen wir? Wir brauchen einen Imbusschlüssel oder hier, wie Chrissy hat hier so einen Schraubendreher und mit einem passenden Bit. Und jetzt hoffen wir, dass die chinesischen Kollegen das nicht eingeklebt haben, aber meistens kleben sie das nicht ein. Und jetzt nehmen wir hinten den Deckel ab. Und wie gesagt, da können euch jetzt ganz viele verschiedene Dinge entgegenkommen. Worauf ihr auf jeden Fall achten müsst, ist Folgendes. Die beiden Wasseranschlüsse hier unten, ja, die sind mit O-Ringen abgedichtet. Der Deckel, ja, ich zeige es euch mal von der Seite. So, ne, der Deckel hier, ich muss noch weiter drehen. Der Deckel ist abgedichtet gegen die Spindel mit O-Ringen. Und ihr seht schon, der wackelt schon, ja, weil der schon so lose ist. Hier sind 2 O-Ringe drin. Und diese beiden O-Ringe, die dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Das heißt, wir schrauben das jetzt mal los. Und dann gucken wir mal da rein. Bei manchen Spindeln habt ihr noch Silikon drin. Also die Chinesen kleben ja alles mit Silikon zu. Das ist euch ja bestimmt auch schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwas aus China auseinandergebaut habt. Ja. Dementsprechend ja, werden wir das jetzt mal kontrollieren. Aber so wie sich das anfühlt, da meins nicht klebt, sondern schon der Deckel schon lose ist, gehe ich davon aus, dass mein Deckel nicht eingeklebt ist mit Silikon. Wäre auch schön, wenn das so bliebe, dass die chinesischen Kollegen nicht immer alles mit irgendwelchen Scheiß einschmieren. So, ihr seht gleich wieder was, keine Angst, ich muss hier bloß ein bisschen vorsichtig sein, dass mir das nicht vom Tisch fällt. So, und hier sind die beiden O-Ringe. Ja, die dürft ihr nicht verlieren, die sehen gut aus. Da haben die Chinesen ein bisschen Fett dran gemacht. Bei mir ist da ein bisschen Fett dran zum Abdichten. Das ist schön zu sehen. Ja, sie gefällt mir. Aber was mir nicht gefällt, ist, dass natürlich der 4. Draht, ihr seht es hier unten, der 4. Draht fehlt. Ja, und was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen hier einen 4. Draht anlöten. 1,5 Quadrat, was auch immer, ja. Und dann könnt ihr euch hier was aussuchen, wo ihr den festmacht. Viele Leute haben den hier am Deckel festgemacht. Ich persönlich werde eine dieser beiden Schrauben hier, oder dieser, ja, 3 Schrauben rausdrehen und werde da dann entsprechend ein Kabelschuh dran machen. Und, oh, das riecht ekelhaft. Und werde hier einen Kabelschuh dran machen und ja, dann ist das auch geerdet. Ja. Wobei, ja, das ist ein bisschen schwierig, sehe ich gerade, weil hier ist nämlich noch Silikon drumrum. Es kann sein, dass diese Platte hier gar nicht geerdet ist, aber sie hat ja über die Schraube Verbindung zur Spindel. Also von daher denke ich mal schon, dass das gehen sollte. Wie gesagt, es gibt Leute, die das hier an der Schraube machen und es gibt welche, die hier oben eine dieser 4 Schrauben vom Deckel größer bohren, ja, und dann hier mit einer entsprechenden Mutter das Ganze dann festmachen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Ich persönlich, wie gesagt, werde jetzt hier diese Dings benutzen. Wir können ja mal testen, ob wir da richtig liegen. Das ist nämlich immer das Schöne, wenn man messen kann, dann kann man auch, ja, sage ich mal, das rausfinden, was man vermutet. Ja, man soll ja nicht vermuten, sondern man soll immer messen. So, wir gucken hier nochmal. Seht ihr das Messgerät? Ja, ihr könnt sehen. Also ich nehme jetzt mal die Außenseite der Spindel und ihr seht, diese Schraube hier hat Verbindung zur Außenspindel. Das heißt, wir haben eine direkte elektrische Verbindung von dieser Platte hier drin zum Außenkörper, das, was wir wollen. Ja? Und dementsprechend müssen wir jetzt hier einen kleinen Draht anlöten. Hier bitte aufpassen, hier ist natürlich Spannung drauf auf diesen 3 Pins hier, ja? Also die Chinesen hier reingebaut haben. Also auf den 3 Pins, da ist natürlich Spannung drauf. Und wenn ihr den jetzt hier zum Beispiel, den PE-Pin nicht isolieren würdet,
ja, und es würde hier irgendwas sich lösen oder was auch immer, kann es sein, dass es hier am Stecker zum Kurzschluss kommt. Also es wäre natürlich schön, dass man da auch noch ein bisschen Schrumpfschlauch drum macht. Ist aber prinzipiell nicht nötig, denn wenn hier eine dieser stromführenden Adern abgeht und hier auf diesen PE-Pin draufkommt, dann muss sowieso der Umrichter abschalten, bevor dieses Kabel dann hier möglicherweise aufs Gehäuse kommt oder so. Also damit es schöner aussieht, sollte man Schrumpfschlauch nehmen, ist es aber nicht nötig. Ja, sagen wir es mal so. Ist schon wärmer geworden. Chris ist im Raum, 18,1 Grad. Siehst du? So geht es. So, also das ist das Thema, was viele nicht wissen. Bevor er sie aufschraubt, auf jeden Fall mit dem Multimeter mal die Durchgangsprüfung machen, ob ihr diesen Pin hier drauf habt, also aufs Gehäuse oder nicht. Das ist Pin 4, glaube ich, ist PE. Und ist das nicht der Fall, müsst ihr das so machen, wie ich das hier gemacht habe oder wie ich das jetzt hier mache. Und dementsprechend, ja, werden wir das jetzt tun. Das werde ich nicht im Video zeigen, das ist unwichtig, das mache ich jetzt einfach so. Und also das brauche ich euch nicht zeigen. Ja, da ein Draht anlöten und hier eine Dings drauf krimpen, einen Kabelschuh und den dann hier unter die Schraube machen. Dazu braucht er mich nicht. Ne? Also von daher, ja, das war's zum Thema Spindel. Ja, dann geht es jetzt bald los. Ich muss jetzt noch die Spindelklammer bohren und alles und die Löcher in meinen Schaltschrank schneiden mit der Stichsäge. Und dann machen wir Elektrik. Also ich denke, im nächsten Video fangen wir schon mit Elektrik an. Ja, ich würde sagen, im nächsten Video ist Elektrik. Wenn ich nicht zwischendurch noch irgendwas zu sagen habe. Ich habe jetzt auch schon angefangen, an einer Maschine die Endstops zu verbasteln und so weiter und so fort. Ich nehme euch mal mit, wartet mal, ich zeige euch das mal, was ich schon gemacht habe. So, wartet, jetzt wackelt das Bild kurz ein bisschen, festhalten. Ja, so. Jetzt zeige ich euch mal, was ich hier gemacht habe. Und zwar habe ich hier den... ja, der macht nicht scharf, das ist auch nicht schlecht. Ja, wartet mal. So, ne? Da habe ich das Gantry PCB schon dran gebaut. Hier oben ist das Toolhead PCB auch schon drauf. Ja, und ja, ich würde sagen, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, ich habe euch hier wieder den Mond gezeigt. Ich habe auch die Endstops schon eingebaut. Da seht ihr auch schon die ganzen Kabel, die da überall hängen. Ne? Und dementsprechend, ja, so. Sind wir da eigentlich schon ziemlich weit. Ja, dann werden wir jetzt irgendwann auch noch den Tisch bauen müssen. Das mache ich dann noch. Und dann ja, können wir ja eigentlich schon mal die ersten Bewegungen dann machen, wenn wir dann den Scheiß da unterm Tisch gebaut haben. Ich weiß. Ihr wartet auf die Elektrik. Es geht bald los. Aber vorher müssen wir den Scheiß hier fixen. Alles klar. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Euer Chris.